Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Auch wenn die Informationen jetzt schon ein, zwei Tage alt sind, wollte ich trotzdem der Vollständigkeit halber das Ganze auch nochmal mit euch hier einmal durchgehen, was jetzt so die letzten Tage anfiel. Jetzt, wo ich seit Montag jetzt nicht da gewesen bin, ist einiges auf jeden Fall passiert. Und es kann ja sein, dass eventuell der ein oder andere trotzdem das nicht mitbekommen haben sollte. Deswegen gehen wir noch einmal den kompletten Changelog durch. Alles, was jetzt ins Game neu hinzukommt oder gekommen ist. Und damit würde ich mal sagen, fangen wir mal direkt an, denn da sind viele interessante Sachen auf jeden Fall mit dabei im Changelog 22.7. Viele Sachen sind auch schon ins Spiel hinzugefügt worden, wie zum Beispiel die Sortierungsfunktion. Lul, kann man wieder nicht markieren hier? Ja, nee, okay, alles klar. Warum kann man hier nicht so? Die Sortierungsfunktion, Charaktere eines SF-Accounts können jetzt als Favoriten markiert werden. Habe ich noch nicht gemacht, sehr geil. Man hat hier ja vielleicht so verschiedene Test-Accounts oder so, mit denen man sich so ein bisschen, sag ich mal, ein paar Dinge ausprobieren möchte oder Serverstarts mitnimmt oder so. Jetzt kann man das Ganze hier unter den Charakteren quasi hinzufügen, indem man hier auf diesen kleinen Stern drückt und dann kann man hier seine ganzen Accounts, die man sowieso immer spielt, hier einfach oben mit dazuziehen. Und das machen wir jetzt mal. Ja, momentan spiele ich zum Beispiel auch noch EU15 ein bisschen und EU16 auch noch ein bisschen. So, die anderen Accounts bespiele ich jetzt nicht mehr weiter. Das waren vergangene Serverstarts gewesen. Können wir das Fenster wieder zuklappen und ich habe hier dann tatsächlich nur die relevanten Accounts drin. Das ist sehr, sehr cool, sehr, sehr nützlich und macht die ganze Angelegenheit hier auf jeden Fall deutlich übersichtlicher. Schon mal sehr, sehr schöner Punkt hier an der Stelle. Dann haben wir den Adventskalender vom 1. bis zum 24. Dezember kann neben dem täglichen Login-Bonus zusätzlich ein Türchen im Adventskalender geöffnet werden. Ja, also heißt, der überschreibt nicht den Login-Bonus hier, sondern der ist zusätzlich einfach da und so sieht der Adventskalender dann aus. Vom 1. bis zum 24. Sehr cool. Man sieht hier sogar im Hintergrund so noch die, eine gezeichnete Version von der Stadtübersicht hier auf jeden Fall. Ja, Auge fürs Detail. Und ich bin gespannt, was es hier für Kleinigkeiten drin gibt oder drin sein wird. Hatten wir ja schon mal irgendwann gehabt, so diesen Adventskalender. Oder das war, glaube ich, der allererste Kalender, bevor dann dieser feste Kalender kam. Und das war auf jeden Fall eine sehr schöne Sache. Erinnert dann halt ein bisschen an die Weihnachtszeit und ich denke mal, kostenlos nimmt jeder gerne von uns was an, würde ich mal sagen. Und man hat jeden Tag so diesen kleinen Überraschungseffekt auf jeden Fall. Ne? Neue Event-Aufgabenliste für Weihnachten haben wir hier. Dann haben wir einen ganz großen Punkt und zwar die Reichtumsrauferei. Und zwar beinhaltet das quasi das Beutegold, was es jetzt nun so in dieser Art und Weise jetzt nicht mehr gibt, wenn man jetzt jemanden angreift und dann halt eben, Beutegold zu generieren. Das war halt eben immer noch nicht ganz hundertprozentig ideal und ein sehr lang gewünschtes Feature, beziehungsweise das Feature so an sich war eigentlich keiner wusste so richtig, wie man es jetzt nun richtig machen soll, was jetzt am besten ist. Das ist jetzt quasi die Lösung für das Beutegold, aber das Beutegold-Thema an sich war ein sehr, sehr erwünschtes, großes Thema in der Community, dass das auf jeden Fall angepackt werden soll. Nun wird es so gemacht auf jeden Fall und wir haben hier das Reichtums-Event. Ja, Gold kann nicht länger durch Arena-Kämpfe gewonnen werden, außer wenn das neue Event aktiv und der Gegner bis zu 50 Ränge in der Ehrenhalle entfernt ist. Das tägliche Goldlimit ist dabei von der eigenen Stufe abhängig, maximal 50 Millionen Gold pro Tag. Ja, das Ganze wurde auch schon mal in Patch Notes, soweit ich das, glaube ich, verfolgt habe, einmal behandelt. Das muss ich jetzt nochmal kurz raustun. Das war auch innerhalb der Zeit, wo ich jetzt hier nicht mit dabei gewesen bin. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, dass das Beutegold jetzt halt eben zu einem Event geworden ist.
und das Ganze nur noch am Freitag, Samstag, Sonntag wie andere Events auch halt eben stattfinden und außerhalb davon dann gar kein Beutegold mehr zu erwirtschaften ist. Das heißt, von 100 Millionen pro Tag, ne, die man halt eben durch das Beutegold generieren konnte, kann man nur noch bis zu 50 Millionen pro Tag gewinnen und das halt in Kombination mit einem Wochenendevent, also diese Reichtumsrauferei wird nun zu einem Wochenendevent werden. Ja. Dann nächster Punkt, den hatten wir noch tatsächlich so einigermaßen mitgenommen, bevor ich losgefahren bin, die internationale Ehrenhalle. Es ist nun möglich, sich Charakter-Screens anzeigen zu lassen. Außerdem können jetzt auch die Informationen sowie Mitglieder einer Gilde aufgerufen werden. Wenn wir jetzt in die Ehrenhalle einmal schauen, also in die internationale Ehrenhalle, sehen wir hier keine leere Seite mehr. Ja? Die internationale Ehrenhalle, also die IHOF, ist nun nicht mehr zu 50% unfertig, sondern die anderen 50% des Bildschirms füllen tatsächlich auch was aus und jetzt kann man sich hier die ganzen Accounts auch anschauen mit Beschreibung, mit Infos, mit Interaktion hier. Ne? Und das geht alles jetzt, das finde ich sehr cool. Das war ja jahrelang nicht so gewesen. Jetzt haben wir allerdings alle Leute hier am Start, die hier in der Ehrenhalle sind. Und auch in der Gilden-Ehrenhalle können wir auch hier die ganzen Gilden sehen und hier kommt noch so eine kleine Fehlermeldung mit Gilde nicht gefunden jedes Mal. Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen buggy, aber ansonsten sehr schön, dass das hier auch eingefügt worden ist. Wir haben hier die ganzen Werte, die Beschreibung der Gilde und wir können uns hier auch die Mitglieder dieser Gilde anschauen. Ne? Wenn wir zum Beispiel jetzt hier bei Rising Phoenix sind, da bin ich ja zum Beispiel hier auch in der Gilde drin und dann kann man hier über die Gilde auch sich die ganzen Charaktere anschauen. Das ist wirklich sehr, sehr schön, dass das Ganze jetzt funktioniert. Wenn man hier auf den Knopf drückt, das funktioniert leider noch nicht, dass man direkt wieder zurück zur IHOF kommt. Aber ja, ein sehr schönes Ding auf jeden Fall. Man kann sich die Gildenkämpfe anschauen, indem man hier auf das Auge drückt. Und bei den Helden hier natürlich auch genauso kann man sich die Kämpfe natürlich nach wie vor anschauen. Sehr, sehr schön. Ich bin sehr happy, dass das Ganze hier hinzugefügt worden ist. Ja, dann haben wir ein paar allgemeine Anpassungen hier. Gilden können Mitglieder nicht kicken. Ne? Das hatten wir ja auch schon behandelt, das Ganze, dass das jetzt hier so gelöst worden ist, dass man innerhalb eines Elevators die Mitglieder nicht kicken kann. Ne? Und man selbst die Gilde auch so nicht verlassen kann. Es sei denn, der Account wird irgendwie gelöscht, dann wird er auch entfernt. Ne? Die Begleiter haben jetzt individuelle Beschreibungen. Da kann man sich hier sehr gerne auch durchlesen. Das habe ich noch nicht gemacht. Muss ich mal machen. In einer ruhigen Minute ist auf jeden Fall einiges, was hier steht. Ja, es ist ganz cool, kann man machen. Dämonenportalanzeige wurde was geändert, bei den Flaggen wurde was verändert. Und dann haben wir einmal noch die Verbesserung in diesem Update. Und zwar die Schlüsselkarten wurden für Höllenangriffe reduziert von 10 auf 5 Schlüsselkarten oder von 10 auf 5 Pilze, je nachdem. Das Sockeln beim Schmied wurde jetzt nun auch verbessert, dass man jetzt hier ein bisschen Quality of Life hat. Wenn man, jetzt müsste ich ein Item haben, irgendwie ohne Sockel. Ich mache mal, ich mache mal Glücksrad, da kriegen wir ja bestimmt ein Item, denke ich mal. Ein ungesockeltes, hoffentlich. Ja, da haben wir, glaube ich, eins bekommen. So, jetzt können wir hier Rechtsklick drauf machen und sockeln. Beziehungsweise sollte das so noch nicht sein. Eigentlich könnte man das Item auch schon innerhalb des Slots hier sockeln, ohne dass man jetzt extra zum Schmied hingelangt mit Rechtsklick. Das wird bestimmt noch hinzugefügt. Ich hatte da auf jeden Fall auch schon ein Bild gesehen, dass das Ganze so funktioniert, ohne extra nochmal das Fenster wechseln zu müssen. Also ein bisschen Quality of Life, das hatten wir ja auch schon angesprochen gehabt beim Schmied. Ne? Und das auf jeden Fall dazu. Und dann wurden hier noch ein paar Kleinigkeiten auf jeden Fall auch nochmal hinzugefügt, die das Leben vielleicht auch ein bisschen einfacher machen. Ne? Könnt ihr euch ja sehr gerne mal durchlesen hier das Ganze. Ein paar Fehler wurden hier auch behoben. Ne? Da könnt ihr natürlich euch auch sehr gerne mal natürlich genauer reinlesen, wenn ihr das hier machen wollt. Ich denke mal, aber das Gröbste für dieses Update haben wir jetzt erstmal soweit behandelt. Und ist auf jeden Fall sehr, sehr schön zu sehen, dass viele Dinge, die sich auch die Community gewünscht hat,
auch so umgesetzt worden sind für dieses Update. Also da ist vieles dabei, was aus der Community entstanden ist, aus dem Feedback der Community, und deswegen ist das auf jeden Fall eine sehr sehr schöne Sache, dass das Ganze hier in diese Richtung dementsprechend auch geht. Ja, gut, da haben wir das für heute auch soweit erstmal abgehandelt. Ja, und jetzt seid ihr auch wieder auf dem neuesten Stand. Ich weiß, wie gesagt, es wurde hier, glaube ich, auch schon irgendwo in den Ingame Nachrichten angekündigt, und Videos gab es ja da auch schon zu zahlreiche auf jeden Fall, ne? Aber eventuell, einfach der Vollständigkeit halber. Ich will es einfach für mich auch der Vollständigkeit halber auf meinem Kanal hier behandelt haben, das Thema. Ne? Ansonsten sind wir da ja auch immer relativ schnell, aber da war ich ja jetzt nun mal nicht hier gewesen. Okay, Freunde, das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.